Hallo zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute möchte ich ein kleines Update geben über das, was ich am Audi jetzt alles bereits repariert bzw. instand gesetzt und erneuert habe. Zudem möchte ich noch ein paar Kleinigkeiten heute erneuern. Zum einen einmal die Motorhaubendämmung, also innen drin in der Motorhaube ist ja so eine Dämmmatte, die ist an manchen Stellen gerissen, bedeutet, die wird nicht mehr richtig gehalten mit den Verankerungspunkten. Die habe ich mir neu besorgt, die möchte ich ersetzen. Und ganz wichtig, ich gebe ihm heute sein Badge zurück. Ich habe das Auto ja gekauft ohne den S6-Sticker sozusagen vorne im Kühlergrill. Und das Auto hat von Anfang an diesen Sticker meiner Meinung nach auf jeden Fall verdient. Und heute ist der Zeitpunkt, da habe ich ein neues Badge gekauft in Schwarz. Finde ich, sieht sehr gut aus, weil das Auto ja auch, wie gesagt, sehr dunkel ist. Also praktisch auch schwarz. Und da ist es einfach, finde ich, ein schönerer Kontrast als jetzt mit diesem Standard Silbern. Und das möchte ich heute noch anbringen. Und wie gesagt, euch einfach allgemein so einen Überblick geben über das, was ich jetzt im Auto getauscht habe. Nochmal ein Status-Update in Bezug auf die Getriebeflüssigkeitswechsel, die ich gemacht habe, die sich, das kann ich vorwegnehmen, schon mal sehr, sehr positiv ausgewirkt haben. Die Flüssigkeit sieht jetzt wieder richtig gut aus. Die Schaltvorgänge sind wieder wirklich perfekt, würde ich sagen. Habe damit sozusagen also die Probleme gelöst bekommen und kann euch das auch nur ans Herz legen, bevor ihr da irgendwelche großen Reparaturen startet. Im Idealfall lasst ihr es gar nicht so weit kommen. Das heißt, also ich würde auch bei Automatikgetrieben spätestens alle 50 oder 60 maximal 70.000 Kilometer die Getriebeölflüssigkeit wechseln. Dann kommt ihr gar nie in so ein Szenario, wo das eben anfängt, Probleme zu machen. Oder aber, wenn ihr aus irgendwelchen Gründen das Problem habt, würde ich als erstes mal probieren, immer wieder die Getriebeölflüssigkeit zu erneuern, so lange, bis ihr beim Ablassen seht, dass die Flüssigkeit jetzt nicht wie neu aussieht, aber eben richtig schön klar und noch als solches zu erkennen ist, dass es eben eine identische Getriebeölflüssigkeitsfarbe ist wie nahezu neu. Ne? Und wenn das dann das Problem nicht löst, dann muss man eben mechanisch gucken. Aber wie gesagt, diese Wechsel haben bei mir großen Erfolg gebracht und kostet wirklich nur relativ wenig Zeit. Ihr müsst auch ja gar nicht alles abbauen, so wie ich es dann gemacht habe. Ich habe nur einmal die Ölwanne abgenommen vom Getriebe und den Filter getauscht und danach habe ich einfach nur noch diese 3 Liter, die halt aus der Ablassschraube rauskamen, abgelassen und wieder nachgefüllt. Super easy. So, und jetzt hätte ich gesagt, starten wir rein mit dem, was ich am Fahrzeug gemacht habe. So, dann hätte ich gesagt, wir starten im Innenraum mit den Dingen, die ich bereits repariert, modifiziert, wie auch immer habe. Und zwar das erste, was ich angegangen bin, war die elektronische Sitzverstellung. Die war defekt, als ich das Auto gekauft habe. Ursache war ein defektes Steuergerät. Hier unten unter dem Sitz sitzen Steuergeräte, unter anderem eines für die elektronische Sitzverstellung. Das habe ich entsprechend einfach ausgetauscht. Die Sitzverstellung ist nun wieder komplett funktionsfähig. Das Einzige, was aktuell nicht funktioniert, ist die Memory-Funktion. Das liegt daran, dass VW ja diesen Bauteileschutz hat. Das heißt, ich müsste, weil das ein gebrauchtes Steuergerät war, müsste ich das eben entsprechend erst für das Auto kodieren. Das habe ich noch nicht gemacht. Da muss ich mich noch ein bisschen schlau machen, einlesen, ob ich das überhaupt selber machen kann oder ob man da tatsächlich zu Audi respektive zu VW gehen muss. Da habe ich auch ein Video drüber gemacht, wie ich hier den Sitz ausbaue. Es sind vorne und hinten 2 Schrauben, so wie man das kennt. Dann kann man den so hochkippen. Ist ein ganz schönes Gefummel. Wenn ihr Interesse daran habt, schaut euch einfach das Video dazu an. Aber wie gesagt, war eine relativ einfache Sache, das zu reparieren, da es einfach nur getauscht werden musste. Und da wir jetzt schon im Innenraum sind, hätte ich gesagt, machen wir mit dem Schaltwahlhebel weiter. So, wie ihr hier sehen könnt, das ist nicht mehr der originale Gangwahlhebel, den habe ich auch getauscht. Der Originale war schon sehr abgegriffen und anstatt das einfach wieder durch einen Originalen zu ersetzen, der relativ teuer gewesen wäre, habe ich hier einen Teil aus dem Zubehör genommen, was von der Verarbeitung, muss ich sagen, sehr gut ist. Die Befestigungspunkte sind zwar aus Plastik, das sind sie aber beim Originalen auch. Der einzige Unterschied war, dass beim Originalen ein Metallsprengring verwendet wurde, um den Schaltknopf zu sichern. Das war jetzt hier bei diesem Aftermarket-Teil nicht der Fall. Dort war es ein Plastiksprengring oder ein Plastikring. Den konnte ich auch nicht ganz so gut montieren. Da habe ich auch ein Video dazu auf meinem Kanal, könnt ihr ja mal schauen in der Audi-Playlist. War eigentlich ein relativ simples Prozedere, wie gesagt, bis auf die Geschichte mit diesem Plastikring. Der ließ sich leider nicht so gut montieren und deswegen war das jetzt, sag ich mal, die einzige Geschichte, die mir halt da an der Stelle so ein bisschen negativ aufgefallen ist. Das hat aber, sag ich mal, kein Problem verursacht, denn der Schaltknauf hat auch ohne diesen Plastiksprengring einen sehr sicheren Sitz und löst sich dadurch nicht. Das heißt, war jetzt auch kein Nachteil, dass ich den nicht installiert habe.
Jetzt geht es weiter mit dem Innenraumfilter. Der Innenraumfilter sitzt dort unten unter dem Handschuhfach und den habe ich auch getauscht. Da habe ich sogar mehrfach gewechselt, da ich das Fahrzeug auch einmal mit einer Klimaanlagen-Reinigungsflüssigkeit bzw. mit so einer Reinigungsdose, die man hier unten in den Fußraum stellt. Dann stellt man die Lüftung auf Umluft, macht die höchste Wärmestufe und dadurch zieht das Fahrzeug immer wieder diese Dämpfe, die aus der Dose kommen, durch den Lüftungstrakt. Dadurch soll das Ganze ein bisschen gereinigt werden, dadurch werden Bakterien abgetötet. Ist natürlich nicht so effektiv, wie wenn man mit einer Lanze unten an den Verdampfer geht und das dort reinigt. Diese Möglichkeit hatte ich aber nicht und deswegen habe ich das eben, wie gesagt, mit so einer Dose gemacht. Dafür hatte ich dann so ganz normale Papierfilter eingesetzt und die habe ich nach diesem Reinigungsprozess dann durch Aktivkohlefilter getauscht. Es gab jemanden, der im Video geschrieben hat, dass man den Luftfilter bzw. diese Staub- oder Pollenfilter auch tauschen kann, ohne dass man das Handschuhfach auszubauen. Ich habe, wie gesagt, damals das Handschuhfach ausgebaut. Das war jetzt nicht der Mega-Act, das geht relativ leicht. Ich hatte es damals nicht geschafft, dort die Filter bzw. die Klappe gelöst zu bekommen, solange das Handschuhfach eingebaut ist. Aber vielleicht habe ich mich da auch nur ein bisschen dumm angestellt. Das heißt, wenn ihr das auch machen wollt, probiert am besten einmal zuerst, ob ihr einfach die Klappe abbekommt, ohne das entsprechende Handschuhfach auszubauen. Dann spart ihr euch da noch mal ein bisschen Zeit und Aufwand. Ansonsten, wie gesagt, könnt ihr in meinem Video schauen, wie ihr die entsprechende Handschuhfachklappe auseinanderbauen könnt. Jetzt geht es weiter, hätte ich gesagt, mit dem Kofferraum. So, beim Kofferraum ist es so, da hatte ich von Anfang an das Problem, dass der sich nicht richtig öffnen ließ. Bedeutet, der ist ja elektronisch bei dem Fahrzeug und wenn ich jetzt versucht habe, den zu öffnen, dann hat die Klappe nicht genug Schwung bekommen durch die Haubendämpfer oder die Motoren bzw. hatten nicht mehr genug Kraft, um die Haube komplett zu heben. Er ist sofort wieder zugegangen und hat sich auch wieder selber verriegelt. Das ist so ein bisschen ein Nachteil bei dieser elektronischen Klappe, da wenn sie nicht komplett öffnet und dann wieder zurückfällt, dann zieht er sie sofort wieder zu. Das habe ich jetzt lösen können, indem ich sage und schreibe 4 unterschiedliche Haubendämpfer bestellt habe. Das ist scheinbar wirklich irgendwie ein ganz besonderer Haubendämpfer, der hier zum Einsatz kommt. Der ist so leicht gebogen. Ich zeige euch den gleich nochmal in der Nahaufnahme. Und irgendwie sind da die verrücktesten Kompatibilitätslisten im Internet im Umkreis. Alle Haubendämpfer, die ich gekauft habe, waren angeblich kompatibel, haben aber eben hinten und vorne nicht gepasst. Jetzt ist es so, er öffnet einwandfrei. Ich habe aber ein leichtes Problem beim Schließen. Also er hat jetzt genug Kraft, um die Haube aufzudrücken. Allerdings sind die Dämpfer jetzt ein bisschen zu stark für die schwachen Motoren, sodass er sie nicht komplett selbstständig zuziehen kann. Ich zeige euch das einmal. Öffnen geht jetzt einwandfrei. Was jetzt aber nicht einwandfrei geht, ist, wenn ich die Haube wieder oder den Heckdeckel wieder verriegeln möchte. Wenn ich jetzt den Knopf drücke, dann versucht er es einmal anzuziehen, schafft es aber nicht und hört dann wieder auf. Das heißt, hier muss man ein bisschen nachhelfen, indem man von oben ein ganz klein bisschen drückt. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Ich habe die Kamera mal ein bisschen umpositioniert. Wie gesagt, muss man hier ein bisschen von oben drücken und dann den Knopf betätigen, dann klappt das. Jetzt zeige ich euch aber einmal kurz die Haubendämpfer im Detail, denn wie gesagt, das war wirklich schwierig, da was Kompatibles zu finden. So, das sind diese Dämpfer und das Besondere ist, dass die hier oben nicht komplett gerade gehen. Ein gerader Dämpfer oder ein gerader Dämpfer würde die Aufnahme hier in Richtung Heckklappe stoßen. Dieser Dämpfer bzw. die Aufnahme ist so leicht schräg gekippt. Das heißt, sie ist nicht komplett gerade, sondern hat oben so einen leichten Knick und passt sich eben dem Verlauf des Heckdeckels an. Und wie gesagt, das war ganz schwierig, diesen Dämpfer zu finden. Ich habe es dann Gott sei Dank geschafft. Selbst bei Audi selber hat man mir die falschen Dämpfer verkauft. Die Dämpfer, die man mir da verkauft hat von Magneti Maranelli, sind eben komplett gerade. Ich hole mal einen zum Vergleich. Das sind jetzt die Dämpfer, die man mir bei Audi verkauft hat. Wie gesagt, original, angeblich für das Fahrzeug passend. Und wenn man das jetzt sieht, die haben einen komplett geraden Kopf und dadurch verspannt sich das Ganze dann. Die sind zwar von der Länge prinzipiell in Ordnung, aber die Aufnahme hier oben ist einfach die falsche. Da braucht man einen gekippten, einen schrägen Kopf, der dann eben nachher so steht. Und wenn man das jetzt eben im Vergleich hinhält, ich halte den Dämpfer, den mir Audi verkauft hat, mal genauso hin, wie jetzt der Dämpfer, der hier montiert ist. Und dann sieht man schon, dass da eben eine Diskrepanz herrscht bezüglich des Winkels. Das heißt, das kann nicht funktionieren, das verspannt sich, das macht euch dann die Motoren auf jeden Fall kaputt. Ja, also die passenden Dämpfer bzw. die passende Teilenummer schreibe ich euch unten in die Videobeschreibung. Ihr müsst halt ab und an mal suchen und halt auch darauf achten, dass die wirklich oben gekippt sind. Die Länge werde ich auch nochmal in die Videobeschreibung reinpacken, weil das wirklich schwierig war, da was Vernünftiges zu finden. Das hat mich echt Zeit gekostet und es ist halt auch nervig, wenn man dann immer wieder Teile bestellt, die nicht passen.
So, das nächste ist jetzt dann sozusagen der Auspuff, der ist nämlich auch hier hinten. So, und das ist der neue Auspuff, den ich verbaut habe. Mit dem bin ich super zufrieden. Die Passgenauigkeit, auch die Montage, dafür, dass ich das ja noch nie gemacht habe, ging super leicht, habe ich aber auch in dem Auspuff-Video erwähnt. Das Einzige, was euch jetzt vielleicht auffällt, auf der rechten Seite ist der Abstand nach außen deutlich geringer als auf der linken Seite. Ich habe jetzt dort unten, da hat so eine variable Metallstrebe, mit der man sozusagen die Abgasendrohre nach links oder rechts verschieben kann. Da habe ich alle Variationen ausprobiert, aber ich bekomme es einfach nicht hin, dass der rechte Auspuff oder beziehungsweise die rechten Auspuffblenden sich mehr in Richtung Mitte bewegen. Die linken bekomme ich auch nicht weiter nach außen. Wenn ich die weiter nach außen schiebe, schiebt sich auch wieder der rechte weiter nach außen. Da habe ich noch nicht den goldenen Weg gefunden. Da muss ich mal gucken, ob meine Werkstatt des Vertrauens da noch eine Idee hat. Es ist jetzt kein Weltuntergang, aber es ist halt einfach nicht zentriert, sieht nicht ganz so schön aus. Klangtechnisch ist das hervorragend. Das ist immer noch absolutes Understatement, aber grolliger, dumpfer, einfach sehr, sehr schön. Man hat so diesen V10-Klang, hört man jetzt einfach besser raus. Zudem ist er jetzt auch wieder dicht. Der Originalauspuff war ja undicht, nachdem wir die Abgashosenrohre gewechselt hatten. Da waren die Originalschellen nicht mehr dicht zu bekommen. Das ist jetzt alles dicht und es schlägt auch nichts an, es rappelt nichts, obwohl der Durchmesser größer ist. Also die Passgenauigkeit von dem Auspuff ist wirklich super. Plus eben, er hat eine ECE-Zulassung, das heißt eintragungsfrei. Eigentlich ja, eine ganz hervorragende Kombination. Jetzt hätte ich gesagt, haben wir hier hinten alles gesehen. Jetzt wechseln wir einmal an die Vorderachse. So, und was wir hier bei der Vorderachse natürlich direkt sehen, ist die Bremsanlage bzw. Die Bremsscheibe, die ich erneuert habe. Und auch die Bremsbeläge. Die sind also komplett erneuert. Zudem habe ich hinter der Bremse die Antriebswellen erneuert an der Vorderachse. Da waren die Gelenkmanschetten defekt und meine erste Idee war, dass ich sozusagen einen Reparatursatz bestelle und andere Gelenkwellen, also andere Antriebswellen. Das heißt, ich tausche die kaputten Antriebswellen, beziehungsweise ich tausche die Antriebswellen mit der kaputten Tripodengelenkmanschette aus, kann sie dann in Ruhe in Stand setzen und habe aber direkt eben Antriebswellen zum Wechseln. Das ist natürlich eskaliert, denn da war es auch wieder so, dass die Teile halt leider nicht gepasst haben. Die waren deutlich zu lang. Ich vermute, dass das Teile sind für, sage ich mal, kleiner motorisierte Fahrzeuge, wo das insgesamt mehr Platz ist. Denn bei dem Fahrzeug aufgrund des großen Motors sind die Antriebswellen relativ kurz und ich vermute, bei kleineren Motorisierungen hat man dann längere Antriebswellen und dann würden die passen. Die Antriebswellen, ja, habe ich jetzt halt noch rumliegen, kann ich nichts mit anfangen. Wenn jemand von euch ein Audi hat mit einer kleineren Motorisierung, irgendeinen Diesel oder einen kleineren Benziner, kann sich gerne bei mir melden. Dann können wir mal gucken, ob die von der Länge passen würden. Die gebe ich für einen kleinen Euro ab, weil wie gesagt, bei mir liegen die einfach nur rum und das macht ja dann auch keinen Sinn, wenn die jemand gebrauchen kann. Meldet euch, aber wie gesagt, da hinten dran habe ich auch die Antriebswellen gewechselt, zusammen eben dann auch mit einem Zubehör, was dazugehört, neue Schrauben und so weiter etc. Bei Interesse einfach mal in dem entsprechenden Video reinschauen. Jetzt hätte ich gesagt, gucken wir einmal in den Motorraum. So, was habe ich hier im Motorraum gewechselt? Hier im Motorraum habe ich die Luftfilter gewechselt auf beiden Seiten. Das ist auch ja, ein relatives Gefummel, weil hier einfach, ich meine, das Auto steht jetzt 3 Stunden und der hat immer noch eine wahnsinnige Temperatur. Also dieses Kraftwerk, was hier drin eingesetzt ist, ich muss wirklich von einem Kraftwerk sprechen, weil der einfach so viel Hitze entwickelt. Das ist wirklich brutal. Das heißt, da müsst ihr den lange stehen lassen oder nur eine kurze Fahrt gemacht haben, bevor ihr die hier wechselt, weil jetzt zum Beispiel würde man sich immer noch überall die Finger verbrennen. Das ist wirklich Wahnsinn. Die habe ich getauscht, das ist wie gesagt ein ganz schönes Gefummel. Ich habe dabei auch die ganzen Kästen schön gereinigt, dass da der ganze Dreck und der Schmodder rauskommt, dass die wieder mehr oder weniger aussehen wie neu. Da habe ich auch ein Video dazu, könnt ihr gerne reinschauen. Und bei der Gelegenheit, der Vorbesitzer hatte hier mal ein Problem mit den Drosselklappen-Stellmotoren. Ich habe das Problem bisher nie mehr gehabt, also toi toi toi, das ist echt super. Aber deswegen ist hier so ein Zusatzkabel verlegt. Auf der anderen Seite sieht man das vielleicht ein wenig besser. Hier ist so ein Bypasskabel und hier oben sieht man das auch, ist das noch relativ offen. Das muss ich noch ummanteln, aber hier, wo besonders viel Hitze ist, direkt an den Drosselklappen Stellmotoren, dort habe ich das Kabel bereits ummantelt, auch eben zusammen dann, als ich die Luftfilter getauscht habe. Und so ist das eben dann besser geschützt gegen die Hitze. Das war so ein Versuchsaufbau von ihm, ob er das Problem wegbekommt. Und er hat das Auto dann nicht mehr viel gefahren und deswegen wurde das nie ordentlich ummantelt. Das habe ich, wie gesagt, jetzt direkt an den Drosselklappen-Stellmotoren nachgeholt. Muss ich aber tatsächlich, ist mir auch jetzt ein bisschen in Vergessenheit geraten, muss ich hier oben auf jeden Fall auch noch machen, dass ich das einmal wirklich sauber schön durchummantle. Heute geht das nicht, ist er noch zu warm. Aber das muss ich mir noch mal auf meine To-Do-Liste nehmen. Und das nächste, was jetzt noch kommt, oder beziehungsweise das letzte i-Tüpfelchen, ist dann eben die Dämmmatte hier
im Motorraum, die werde ich jetzt noch erneuern im Video und ich werde das, wie versprochen, das Badge wieder vorne einsetzen, sodass das wieder ein komplettes, schönes Bild ist. So ein weiterer Punkt, der mich so ein bisschen gestört hat, ist diese Dämmmatte hier. Die ist hier oben bereits defekt, also da ist sie beziehungsweise aus dieser Halterung rausgerissen. Ist insgesamt auch einfach nicht mehr so frisch, ist natürlich dem Alter geschuldet. Da habe ich entsprechenden Ersatz besorgt. Den packe ich jetzt mal hier schon mal auf den Motor. Das ist dann die neue Matte. Wie man sieht, die sieht gleich ein bisschen frischer aus. Wie gesagt, die alte ist noch nicht komplett kaputt, aber da oben an der einen Stelle, hier ist sie eben ausgerissen. Und ja, die kostet nicht die Welt, so eine neue Matte. Und dann sieht das einfach wieder hübsch aus. Ist auch sehr leicht zu tauschen. Wir haben hier lediglich diese Clips. Die kann man, wenn ich es richtig weiß, einfach rausziehen. Ja, gefährliches Halbwissen, ne? Gut, da muss ich mal einen Clip-Entferner holen, damit das funktioniert. So, jetzt habe ich mir einen Clip-Entferner geholt, damit geht das ein bisschen besser. Die sind einfach nur eingeklipst, ein bisschen zusammendrücken und dann mit dem Clip-Entferner nachhelfen. Dann kommen die rausgeploppt. Ich zeige euch jetzt einmal, wie die aussehen. Und wie gesagt, wenn ihr die so zusammendrückt, dann habt ihr es einfacher, sie rauszubekommen. Das heißt, ein bisschen zusammendrücken, so, und dann mit dem Clip-Entferner nacharbeiten. Ich hole die jetzt alle mal raus, damit die Matte, die alte Dämmmatte abgenommen werden kann. Und wenn die alte Dämmmatte dann weg ist, setze ich die neue Dämmmatte ein. So, wie ihr gesehen habt, kein Hexenwerk, geht super easy und damit ist die Dämmmatte auch wieder erneuert. Die hält jetzt wieder an allen Befestigungspunkten, bedeutet auch hier oben sitzt sie wieder schön an und ja, gibt dem Ganzen einfach ein bisschen ein wertigeres Bild und damit wäre der Punkt auch abgehakt. So, und als krönenden Abschluss, da ich ja jetzt mittlerweile bereits schon wirklich das Auto ordentlich durchgeschraubt habe. Ich habe natürlich jetzt nicht jede Schraube umgedreht, aber ich war schon an vielen Stellen und habe ja auch schon sehr viel erneuert. Was jetzt eben noch fehlt, oder dieses letzte i-Tüpfelchen, was noch fehlt, hier vorne ist das Emblem nicht mehr vorhanden. Da habe ich ein neues Emblem besorgt, und zwar in schwarz, damit es nicht so auffällig ist, aber damit eben trotzdem ja, dieser letzte Makel, sage ich mal, oder diese kleine Unschönheit eben auch noch beseitigt ist oder wird. Ja, und da packe ich jetzt das neue Logo rein. Das funktioniert an der Stelle komplett unkompliziert. Wir haben hier auf der Rückseite einfach so einen Plastikclip bzw. so eine Plastiknase. Die wird hier reingeschoben und dann verankert sich das Ganze. Das geht auch nur in eine Richtung, also das S steht vorne. Zack, fertig. Jetzt werde ich hier noch einmal drüber wischen, damit das auch wirklich schön schick ist. Ich hatte schon wieder ein bisschen ölige Finger. Das geht natürlich gar nicht. So sieht das doch nach was aus.
Perfekt. Ausgezeichnet. So, jetzt habt ihr heute gesehen, so einen kleinen Überblick über die Themen, die ich am Auto bereits gemacht habe. Hinzu ist natürlich auch noch gekommen die Geschichte mit den Abgasrohren, die ich allerdings nicht auf Video aufgenommen habe. Man kann es aber am Auspuffvideo erkennen, dass die Abgasrohre unten neu sind. Das sind die Rohre, die unterhalb oder nach dem Katalysator kommen. Was ich jetzt auch vorher nicht erwähnt habe, was ich aber auch gemacht habe, ist eben Getriebeölfilter und neues Getriebeöl. Da bin ich auch immer noch dabei, das immer wieder abzulassen und wieder aufzufüllen. Da habe ich ja jetzt auch schon ein Video zu gemacht, könnt ihr gerne mal reingucken, wie ihr da euer Getriebeöl eben einfach immer wieder erneuern könnt, solange bis da ja, das Getriebeöl einfach wieder klar und sauber ist. Dadurch habt ihr den Vorteil oder könnt einfach die Langlebigkeit eures Getriebes erhöhen. Mir hat das extrem geholfen, da ich ja bei dem Auto im D-Modus an der Ampel, wenn man steht und die Bremse tritt, das Problem hatte, dass die Wandlerkupplung so geschliffen hat. Das ist, seitdem ich den Ölwechsel im Getriebe da häufiger gemacht habe, komplett verschwunden. Der läuft wieder ganz seidenweich. Auch die Schaltvorgänge sind wieder super. Ich werde aber, habe ich auch in dem Getriebevideo erwähnt, die Wechsel jetzt noch ein paar Mal machen, solange bis ich mit der Flüssigkeit, also mit der Farbe der Getriebeölflüssigkeit zufrieden bin. Und dann werde ich es auch in Zukunft so machen, dass ich spätestens alle 20.000 Kilometer das Ganze nochmal kontrolliere und prüfe. Da bin ich einfach ein Freund davon, kürzere Intervalle, dann kommt man da gar nicht in irgendwelche Probleme. So, wie gesagt, das war der aktuelle Stand zum Fahrzeug. Was noch aussteht, sind die Bremse hinten, Bremsschläuche hinten, dann Fahrwerk habe ich mir neue Dämpfer und Federn bestellt, weil das Fahrverhalten teilweise ein bisschen stockelig ist. Ich meine, klar, das ist ein älteres Auto, gegebenenfalls ist das einfach so. Das möchte ich aber ausprobieren, das kostet nicht die Welt, die Dämpfer und die Federn. Ich habe auch geschaut, was so ein KW-Fahrwerk kosten würde, das wäre sehr teuer. Und dann ist wieder die Frage, wie gut passt das, Freigängigkeit mit den Felgen etc. pp. Und das Standardfahrwerk, das passt hier einwandfrei. Deswegen probiere ich jetzt im ersten Schritt einmal die Dämpfer und Federn zu wechseln, zusammen mit allen Tragarmen und so weiter und so fort. Da gibt es dann auch ein Video und dann schaue ich mal, was das Fahrverhalten sagt. Davon abgesehen wird es sicherlich auch noch das ein oder andere Video geben. Zum Beispiel Ölwechsel steht nochmal aus, da möchte ich jetzt nochmal einen machen. Da möchte ich auch die Intervalle jetzt am Anfang etwas kürzer gestalten. Den Keilrippenriemen möchte ich noch wechseln und ich möchte einmal unten die Motorabdeckung, also die Pappe unten abnehmen, weil da so ein leichter Ölfilm zu sehen ist. Da möchte ich einmal schauen, was da los ist. Also da kommen auf jeden Fall noch Videos zum Audi, aber das war jetzt mal so ein kleiner Überblick, weil ich doch schon relativ viel am Fahrzeug gemacht habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielleicht war für den einen oder anderen was Hilfreiches dabei. Wie gesagt, wenn euch eins der Themen interessiert, schaut einfach in der Audi-Playlist, ob ihr das wiederfindet. Alle Videos, die ich erwähnt habe, findet ihr dort. Und dann ist da vielleicht auch noch mal ein bisschen Detailinformation für die Sache dabei, die euch am meisten interessiert. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und bis bald.